Stell dir vor, wir zerstören im Namen des Fortschritts einen ganzen Kontinent, ohne ihn je betreten zu haben. Diese Zukunft droht dem Ozeanboden, dem größten Lebensraum des Planeten. Für Metalle wie Kobalt und Mangan, die für Zukunftstechnologien gebraucht werden, könnten schon bald riesige Flächen Meeresgrund unwiderruflich zerstört werden. Und damit willkommen zum Thema Ozeanbergbau. Willkommen beim Kampf gegen das größte Extraktionsvorhaben der menschlichen Geschichte. Willkommen bei Sust Generation. Was hat das alles mit einer nachhaltigen Zukunft zu tun? Angesichts globaler Herausforderungen wie Klimawandel, sozialer und ökonomischer Ungleichheit und ökologischen Belastungsgrenzen besteht eigentlich kein Zweifel daran, dass unsere Zivilisation den Weg einer nachhaltigen Entwicklung einschlagen muss. Dafür ist es unter anderem notwendig, dass sich unsere Industrie, Energiewirtschaft, Mobilität und eigentlich vieles andere verändern muss. Viele umweltfreundliche Zukunftstechnologien, die uns dabei helfen könnten, sind auf bestimmte Metalle angewiesen. Und wie es der Zufall so will, lagern auf dem Boden der Tiefsee Milliarden Tonnen eben dieser Ressourcen. Die für den Ozeanbergbau attraktivsten Ressourcenvorkommen sind dabei Manganknollen, kobaltreiche Eisen-Mangankrusten und Massivsulfide. Für den zukünftigen Abbau spielen die Manganknollen die größte Rolle. Sie sind etwa so groß wie Kartoffeln, brauchen Millionen Jahre, um wenige Millimeter zu wachsen und bestehen zu großen Teilen aus Mangan, Nickel, Kobalt, Kupfer und Zink. Alle dieser Metalle sind zentral für Batterien, Brennstoffzellen, Windräder und Mikrochips, kurzum grüne und digitale Technologien. In den nächsten Jahrzehnten benötigen wir voraussichtlich ein Vielfaches der heute verfügbaren Menge dieser Ressourcen. Weit mehr, als wir nur durch Recycling wiedergewinnen können. Und einfach mehr an Land zu fördern, ist leider auch keine gute Idee. Denn Bergbau findet oft unter zweifelhaften Bedingungen statt und in kritischer Abhängigkeit von autoritären Staaten. Ganz zu schweigen von den Umweltauswirkungen, die wir uns wann anders in einem eigenen Video anschauen werden. Ozeanbergbau verspricht also eine neue, scheinbar saubere Rohstoffquelle. Keine Kinderarbeit, keine Menschen, die von ihrem Zuhause vertrieben werden, kein zurückbleibendes Ödland und keine Staubecken voller toxischer Säure. Aber gibt es denn nichts Schützenswertes auf dem Meeresboden? Das Leben am Meeresboden. Bisher sind rund 26% des Meeresbodens kartiert. Wirklich gesehen haben wir dagegen nur 0,001%. Wir können also wenig Aussagen über die dort angesiedelten Nahrungsnetzwerke, die Biodiversität und die biologischen Prozesse machen. Man geht davon aus, dass wir dort noch 10-mal so viele Arten entdecken können, als bisher bekannt sind. Was wir bisher aber wissen ist, dass der Ozeanboden nicht einfach nur überall mit Schlamm oder Kies bedeckt ist. Er ist ein Mosaik aus Canyons, Bergen, Kontinentalschelfs und Vulkaninseln. Alle davon mit einzigartiger und unentdeckter Flora und Fauna. Eines haben diese Lebensräume allerdings gemeinsam. Es gibt überhaupt kein Licht, es herrscht extremer Druck und vielerorts extreme Temperaturen. Lange Zeit gingen wir Menschen deshalb davon aus, dass es hier kaum Leben gibt. Tatsächlich deutet moderne Forschung auf genau das Gegenteil hin. Bei fast jeder Erkundungsmission werden neue Arten entdeckt. Die dort lebenden Arten sind darauf angewiesen, ihre Energie und Nährstoffe ohne Sonnenlicht zu gewinnen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Alles, was im Ozean schwimmt, stirbt irgendwann einmal und sinkt in Richtung Meeresboden. Das nennt man marinen Schnee. Es kann mehrere Jahrzehnte oder Jahrhunderte dauern, bis diese Biomasse am Grund ankommt, wo sie sich langsam anhäuft. In manchen Ozeanregionen dauert es tausende Jahre, damit sich 1 Millimeter Meeresboden bildet. Diese Ökosysteme funktionieren also viel langsamer als alles, was wir an der Oberfläche kennen. An anderen Orten gibt es hydrothermale Quellen, die erst in den 1970er Jahren entdeckten schwarzen Raucher. Sie sind Lebensraum von hochspezialisierten Lebensformen und Tiergemeinschaften, die mehrere 100 Grad Celsius aushalten können. Wie etwa diese Schuppenfußschnecke, welche Eisensulfid in ihrer Schale anreichert.
Schwarze Raucher sind aber nicht nur ein faszinierender Lebensraum. Ihr abkühlender Rauch enthält Metalle und Sulfate, aus denen sich die für den Ozeanbergbau interessanten Massivsulfide bilden. Außerdem gibt es in der Tiefsee sogenannte Kaltwasserriffe. Diese relativ wenig erforschten biologischen Strukturen finden sich in tiefen Gewässern weltweit und bieten Lebensraum für unzählige Arten. Ausgerechnet an diesen empfindlichen und kaum erforschten Lebensräumen sollen jetzt also die Ressourcen der Zukunft gefördert werden. Aber bevor wir zu einem voreiligen Urteil gelangen, wie funktioniert Ozeanbergbau? Ozeanbergbau funktioniert ganz anders als Bergbau an Land. Wer hätte das gedacht? Von Schiffen oder treibenden Plattformen aus werden ferngesteuerte Maschinen zum Meeresboden geschickt, sogenannte ROVs, also Unterwasserdrohnen, wie sie bereits heute in ähnlicher Form in der Offshore-Ölindustrie eingesetzt werden. Diese bisher experimentellen Maschinen sind etwa so groß wie ein Einfamilienhaus. Über Kabel und Rohre sind sie mit den Schiffen an der Oberfläche verbunden. Sie saugen ähnlich wie ein Staubsauger alles ein, um es dann mit hydraulischen Pumpen an die Oberfläche zu fördern. Oben angekommen werden die wertvollen Metalle von Wasser und Sediment getrennt. Die Metalle werden gesammelt und an Land weiterverarbeitet. Sediment und Wasser werden zurück ins Meer gelassen. Schätzungen zufolge sind etwa 5000 Tonnen Manganknollen pro Tag notwendig, um eine einzige solche Abbaumaschine wirtschaftlich zu betreiben. Dafür wird etwa 1 Quadratkilometer Meeresboden abgesammelt. Das Ganze klingt nicht nur beeindruckend, es ist zugegeben eine technologische Meisterleistung. Aber der Eingriff ist massiv. Und wir wissen schon jetzt, er hat Folgen. Welche Umweltfolgen drohen? Die Folgen sind gravierend und oft irreversibel. Denn die Ökosysteme der Tiefsee funktionieren sehr langsam und entsprechend benötigt es viel Zeit, damit sich der Meeresboden regenerieren kann. Wissenschaftliche Untersuchungen konnten bereits feststellen, dass die Spuren von Grundschleppnetzen über Jahrzehnte sichtbar bleiben. Die Schäden durch Ozeanbergbau dürften erwartbar noch mal schlimmer sein. Ozeanbergbau hat viele Schadkategorien auf die Umwelt. Zu viele, um sie hier im Video alle anzusprechen und zu erklären. Deswegen schauen wir uns hier nur eine kleine Auswahl an. Mechanische Zerstörung. Durch den mechanischen Abbau werden sesshafte Meeresbewohner wie Kaltwasserkorallen, Schwämme und zahlreiche weitere Lebensformen unmittelbar getötet. Hierdurch wird der Meeresboden chemisch, physisch und biologisch verändert, wovon sowohl Mikroorganismen als auch große Lebewesen, sogenannte Megafauna, betroffen sind. Trübungswolken. Der Abbau wirbelt das Sediment am Meeresgrund auf, was riesige Trübungswolken verursacht. Wenn diese Wolken sich absetzen, begraben sie Filtertiere wie Schwämme und Korallen unter sich. Außerdem können sich diese Trübungswolken, welche giftige Stoffe enthalten, lange in der Wassersäule halten und negative Auswirkungen auf Fischschwärme haben, welche auch für menschliche Fischerei relevant sind. Man schätzt, dass für jede Tonne abgebauter Manganknollen rund 2 bis 5 Tonnen Sediment aufgewirbelt werden, welche sich jeweils bis zu 30 Kilometer weit ausbreiten können. Lärm- und Lichtverschmutzung. Lärm- und Lichtemissionen, sowohl bei der Erkundung als auch beim Abbau, können sensible Lebewesen aufschrecken. Die Tiefsee ist, bis auf die Biolumineszenz der Lebewesen, dunkel. Jede Lichtquelle ist hier ein Störfaktor, der sich auf das alltägliche Leben der Tiefseekreaturen auswirkt. Temporäre Blindheit, reduzierte Kommunikation und weitere Verhaltensänderungen können die Folge sein. Unterwasserlärm ist ein ganz eigenes Umweltproblem. Schall breitet sich unter Wasser 5-mal schneller aus als in der Luft und ist oft über hunderte Kilometer hörbar. Schon heute sind die Ozeane durch Lärm beeinflusst. Schifffahrt sowie Öl- und Gasexplorationen sind gute Beispiele. Die Kombination all dieser Effekte wird grob zusammengefasst dazu beitragen, dass sesshafte Lebewesen sterben und mobile Lebewesen die betroffenen Gebiete verlassen und meiden werden. Trotz all dieser Risiken wird die Technik weiter vorangetrieben.
von Unternehmen, die bereitstehen, im industriellen Maßstab loszulegen, sobald sie die Erlaubnis dafür bekommen. Und das könnte schon bald der Fall sein. Wer plant was? Und wer entscheidet? Noch gibt es keinen Tiefseebergbau im industriellen Maßstab. Aber der Druck wächst, denn zahlreiche Konzerne und Staaten stehen bereit. Der Abbau von Ressourcen in der ausschließlichen Wirtschaftszone innerhalb von 200 Seemeilen von der Küste ist erlaubt. Ein Beispiel hierfür ist der Abbau von Phosphoritsanden vor der Küste Namibias. Die USA haben dem kanadischen Unternehmen The Metals Company bereits eine Lizenz erteilt, nicht nur in ihren eigenen Hoheitsgewässern, sondern auch in internationalen Gewässern. Die Trump-Administration denkt, dass sie das ohne weiteres machen können, da die USA das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen, wie auch die meisten anderen internationalen Abkommen, nicht unterzeichnet hat. Keine Unterschrift, keine Regeln, zumindest für manche. Dieses Seerechtsabkommen rief unter anderem die Internationale Meeresbodenbehörde ins Leben. Sie wurde 1994 gegründet und verfügt momentan über 168 Mitglieder. Ihr Auftrag ist es, den Meeresboden als gemeinsames Erbe der Menschheit zu verwalten. Die Nutzung von Ressourcen soll allen Menschen zugutekommen. Entsprechend sollte der Umwelt- und Naturschutz eine große Rolle spielen. Stand 2018 gab es bereits 29 Lizenzen für die Exploration von geeigneten Lagerstätten. Deutschland besitzt übrigens, wie viele anderen Staaten auch, ein Explorationsgebiet in der pazifischen Clarion-Clipperton-Zone. Hier finden bisher ausschließlich wissenschaftliche Untersuchungen statt. Das ist doch erstmal wichtig, um die potenziellen Umweltauswirkungen abschätzen zu können. Die meisten der Informationen in diesem Video kommen aus Erkenntnissen eben dieser wissenschaftlichen Projekte. Ein kleines Geschmäckle bleibt allerdings. Diese Forschung ist meist mit öffentlichen Geldern finanziert. Sollte es jedoch zu Abbaugenehmigungen kommen, sind es private Unternehmen, die auf diesen Erkenntnissen aufbauend Gewinne einfahren. Ursprünglich sollte im Juli 2025 die Internationale Meeresbodenbehörde ihre Richtlinien für den Ozeanbergbau veröffentlichen. Der sogenannte Mining Code. Dieser Mining Code regelt, wie genau ein Abbauvorhaben ausgestaltet sein muss, um eine Zulassung zu erhalten. Unternehmen können eine Zulassung für den Abbau beantragen, wenn sie alle Vorgaben erfüllen und einen sogenannten Sponsor State haben, also ein Land, welches sie als Patron unterstützt. Doch es regte sich enorm viel Widerstand von Forschenden, AktivistInnen und zahlreichen Staaten. Deshalb kam es trotz aller Erwartungen nicht dazu, dass dieser Mining Code verabschiedet wurde. Es handelt sich zwar nicht um das endgültige Aus, aber doch einen zeitlichen Aufschub, bis der industrielle Abbau von Metallen in der Tiefe beginnen wird. Doch wie kam es dazu? Moratorium jetzt, der Kampf um Zeit und Wissen. Der mikronesische Inselstaat Palau war der erste, der ein Moratorium für Ozeanbergbau forderte. Zumindest bis die Auswirkungen besser verstanden und die Technologien ausgereifter sind. Diesem Standpunkt, dass es zunächst ein Moratorium geben sollte, haben sich seitdem weitere 37 Staaten angeschlossen. Ziel ist es, auf einen Mining Code hinzuwirken, welcher effektiven Schutz gewährleistet und somit wirtschaftliche Interessen nicht auf Kosten ökologischer Integrität erfüllt. Maßnahmen hierfür sind etwa ein verlässliches und transparentes Umweltmonitoring, welches dem aktuellen Stand der Wissenschaft entspricht. Schutzgebiete, die den Abbaugebieten ähneln, sodass der langfristige Erhalt der maritimen Biodiversität gewährleistet ist. Minimierung weitreichender Umweltbeeinträchtigungen, etwa durch den Einsatz minimalinvasiver Technologien. Renaturierung von Abbaugebieten. Nach dem Abbau könnte man der Natur dabei helfen, sich dort wieder ausbreiten zu können. Untersuchungen, ob und wie das möglich ist, finden bereits statt. Sicher ist jedoch, dass die Erholung dieser Gebiete mehrere menschliche Generationen andauern wird. Es geht also nicht darum, den Abbau um jeden Preis zu verhindern, sondern vielmehr ein Gleichgewicht zu finden zwischen Umweltinteressen und Ressourcenbedarf. Die Ressourcen für eine nachhaltige Zukunft sollten möglichst umweltschonend gewonnen werden.
Ob und inwieweit die Tiefsee hierfür ein geeigneter Ort ist, sollte eine kollektive Entscheidung auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnis sein, kein Ergebnis von Lobbyismus und Marktpreisen. Und momentan spricht vieles eher dafür, dass es besser ist zu warten oder es langfristig einfach sein zu lassen und uns nach anderen Ressourcenvorkommen für grüne Technologie umzusehen. Wir schulden es der Natur, uns selbst und zukünftigen Generationen, nicht alles für den Wachstum zu zerstören, nur weil wir es können. Und im Fall des Ozeanbergbaus würden wir ein riesiges Ökosystem einfach blind zerstören. So weit darf es nicht kommen. Und wir können es gemeinsam stoppen. Wir alle können einen Beitrag dazu leisten, dass die Herausforderungen der Zukunft auf nachhaltige Weise gelöst werden. Wir sind nicht nur KonsumentInnen, die mit unserem Geld im Supermarkt abstimmen. Wir sind BürgerInnen in einem freiheitlich und demokratisch verfassten Staat, in dem wir das Recht auf Versammlungs-, Meinungs-, Presse- und Kunstfreiheit besitzen. Wenn wir diese Freiheiten bewusst einsetzen, uns organisieren und gegenseitig unterstützen, können wir die Welt retten und eine nachhaltige Zukunft sowie ein gutes Leben für alle aufbauen. Danke, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wenn dich das Thema bewegt hat, informiere dich weiter, zum Beispiel mit den Quellen in der Videobeschreibung. Außerdem abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast, gib dem Video eine positive Bewertung und teile es mit deinen Freundinnen und Freunden. Ciao und bis zum nächsten Mal.